Die Arbeit für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge ist nicht nur eine Arbeit für das Andenken der Toten, sondern sie ist auch eine Arbeit für die Völkerverständigung und für die Versöhnung unter den Völkern Europas und der Welt. Deswegen arbeiten wir nicht nur auf den Friedhöfen bei den freiwilligen Arbeitseinsätzen des Volksbunds, sondern wir nutzen die Wochenenden auch immer erstens, um uns zu erholen von der teilweise körperlich sehr anstrengenden Arbeit und schauen uns die Umgebung an. Dabei helfen uns viele Menschen vor Ort, die uns mit interessanten Informationen versorgen und mit Gelegenheiten von Orte zu besuchen, die auch im historischen Kontext stehen zu der Zeit. Einer dieser Orte ist das alte ostpreußische Prökuls, das heute Prekulé heißt. Hier im Hintergrund sieht man noch die Bahnlinie bzw. den alten Bahnhof noch im Stil gebaut, wie man damals in Ostpreußen öffentliche Gebäude gebaut hat. In den kommenden Jahren wird dieser Ort auch historisch wieder aufgewertet. Es soll ein hervorragendes Museum dort entstehen, der die Verbindung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft herstellt. Jetzt sind wir in Drehwerna und in Drehwerna sieht man die Verbundenheit des Memellandes mit der Ostsee. Wir sind hier am Kurischen Haff und man merkt es sofort, es ist hier windiger, eben kam ein Regenschauer runter. Drehwerna war in der gesamten Geschichte des Memellandes wichtig für die Fischindustrie. Es gibt hier viele alte Fischerhäuser, es gibt ein sehr schönes Museum in einem alten Fischerhaus aus Holz. In sowjetischer Zeit war hier ein riesiges Fischkombinat. Fast der gesamte Fisch, der hier im Kurischen Haff gefangen wurde, wurde hier in Drehwerna verarbeitet. Der Ort hat ohne Frage eine sehr enge Verbindung zu der See und zum Fischfang. Aber der Ausblick hier von diesem Aussichtsturm ist herrlich und man gewinnt einen großen Überblick hinaus aufs Kurische Haff und hinein ins Memelland. Das Waldstück hinter mir gehört einem Deutschen, der hier bis 1945 mit seiner Familie gelebt hat. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Beginn der Selbstständigkeit Litauens ist er dann wieder hierher gekommen und hat dieses Stück Land, das seiner Familie damals weggenommen wurde, wieder zurückgefordert. Und es ist tatsächlich gelungen, dass er diesen Wald wieder zurückbekommen hat. Mittlerweile ist er 87 Jahre alt und kann aber trotzdem hier auf dem Grund und Boden, wo auch schon seine Großeltern gearbeitet und gelebt haben, wieder eine kleine Pferdezucht betreiben. Jetzt sind wir in der Windenburger Ecke oder Ventes auf Litauisch. Das ist eine wichtige Vogelschutzwarte, die die Vogelbestände überprüft und beringt, die hier über das Kurische Haff drüber fliegen.
Hier hinter mir sieht man eins von den Netzen, mit denen bei den Vogelzügen die Vögel eingefangen werden. Die verjüngen sich immer nach hinten hin und hinten nimmt man die dann raus und bringt sie. Man sieht aber auch hier den Leuchtturm, denn hier links von mir mündet die Memel in das Chorische Haff hinein und dieser Leuchtturm ist natürlich für die Schifffahrt von wichtiger Bedeutung, denn man kann es sehen, obwohl das ja eigentlich ein abgeschlossenes Wasserbecken ist oder ein fast abgeschlossenes Wasserbecken, das Chorische Haff, weht hier doch ganz schön ordentlich der Wind und wir haben Schaumkronen hinter uns auf dem Meer. Ja, wir fahren hier auf der Minja. Das ist ein Fluss, der aus dem Memelland heraus in das Chorische Haff führt. Wir fahren auf der Minja auf dem gleichnamigen Schiff, das heißt nämlich auch Minja. Aber da hinten zieht problematisches Wetter auf und wir haben schon gedreht, weil dieses Schiff ist offen und wenn wir hier nass geregnet werden, müssen wir komplett nass geregnet wieder nach Klaipėda zurückfahren und das wollen wir nicht. Jetzt bin ich in Šilutė, in Heidekrug. Das ist interessant, dieser Name, denn an dem Namen Šilutė bzw. deutsch Heidekrug kann man sehen, wie sich die litauische Geschichte und die litauische Kultur und die deutsche Kultur hier in diesem Memelland parallel entwickelt haben. Šilu heißt auf Litauisch Heide und Karčema heißt Krug, also der Dorfkrug. Šilutė als Kurzform ist also wie das deutsche Heidekrug. Die Stadt Heidekrug, Šilutė, hat im Zweiten Weltkrieg keine Bomben oder Artillerieschäden erlitten. Das heißt, so wie diese Stadt heute aussieht, hat sie auch im Wesentlichen damals ausgesehen. Natürlich ist auch die sowjetische Zeit nicht ganz spurlos an ihr vorbeigegangen. Viele ältere Gebäude sehen eben genauso aus, sehr alt. Aber im Grunde ist der Ortskern und die Struktur des Ortes noch so, wie sie seit Jahrzehnten, im Grunde eigentlich seit Jahrhunderten gewesen ist. Hinter mir ist Litauen zu Ende und die russische Enklave Kaliningrad beginnt. Hier ist die eine Memelmündung. Hinter mir ist der Grenzpfosten von Litauen und auf der anderen Seite sieht man den Wachturm
der russischen Grenzanlagen zur Enklave Kaliningrad, das ehemalige deutsche Königsberg.